Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man industrielle Use Cases verstehen will, was die Unterschiede sind. Und die sind in dem Kontext insbesondere die Zuverlässigkeit und die Echtzeitfähigkeit. Wenn wir uns das angucken, wie sich die Consumer-Geräte entwickelt haben, da ging es immer darum, mehr Datenrate, noch höhere Auflösung. Ich will mein Video schneller sehen, schneller runterladen. Das ist aber für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation nicht unbedingt wichtig. Was da wichtig ist, ist, dass ich einen Befehl ausführen kann, einen Knopf drücken oder eben zwei Maschinen miteinander sich austauschen lassen kann und dass da möglichst wenig Latenz zwischen ist. Das heißt, ein Befehl wird sofort ausgeführt. Das ist das eine, also die Echtzeit, und ich muss auch dafür sorgen, dass dieser Befehl tatsächlich ausgeführt wird. Das heißt, ich muss sehr hoch zuverlässig kommunizieren, und das Ganze lässt sich dann zusammenfassen mit URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communications, und in dem Bereich sind wir insbesondere Spezialisten. Bei anderen Anwendungen geht es darum, möglichst lange Batterielaufzeiten zu haben. Auch da, das widerspricht ein bisschen der Consumer-Welt, wo ich immer viel Datenraten habe und die Handys immer weniger lang halten. Wenn ich einen kleinen Sensorknoten habe, dann muss der möglichst lange halten, und Batterielaufzeiten von 5 bis 10 Jahren wären schön. Und das ist wieder eine ganz andere Anwendung als in dem User-Bereich. Das stimmt. Also das Kabel zu nutzen, da wo es funktioniert und da wo es nicht stört, ist sicherlich eine sehr gute Möglichkeit. Und das sagen wir auch immer, es soll ja nicht das Kabel ersetzen. In anderen Use Cases, wenn ich zum Beispiel sich frei bewegende Fahrzeuge habe, also fahrerlose Transportsysteme, AGVs, oder wenn ich sehr flexible Roboter habe oder Roboterarme, die sehr viel sich bewegen und wo immer mal wieder Kabel kaputt gehen, weil sie einfach so sehr unter Belastung sind, bei einem 7-Achs-Roboter zum Beispiel, da ist Funk tatsächlich eine gute Lösung, das zu nutzen, denn dann habe ich kein Problem mit Abrieb. Ja, also es geht tatsächlich darum zu sagen, in welchen Use Cases ist es sinnvoll, Funk zu nutzen und in welchen nicht. Und dieser Satz, kein Funk ist auch keine Lösung, bezieht sich natürlich darauf, dass in der industriellen Automation immer noch viel auf Funk verzichtet wird, weil noch nicht so durchgedrungen ist, dass es sehr, sehr zuverlässige Funk-Kommunikationslösungen geben, wo ich nicht ständig damit zu tun habe, dass meine Lösung steht, weil der Link gebrochen ist. Also ich denke, das ganz Tolle an der Stelle ist, dass OT und IT-Anbieter zusammenkommen mit den Maschinenbauern, dass wir da genau das erklären können, was wir machen, dass wir uns gegenseitig aufklären können, was braucht denn der Maschinenbauer wirklich, was kann die Funktechnologie wirklich leisten, und dass wir da zusammenkommen, denn oft sprechen wir doch unterschiedliche Sprachen, und das Ganze auf eine gemeinsame Basis zu stellen, wird in der WCM gut gemacht, wie ich finde. Es ist ein sehr angenehmer Austausch. Und was wir eben mitbringen, ist unsere Erfahrung in der hochzuverlässigen auf der hochzuverlässigen Funkseite, und mit dem, was wir ja schon bei verschiedenen Kunden umgesetzt haben, zu zeigen, dass Dinge gehen, von denen man vielleicht denkt, dass sie nicht gehen würden. Ja, und damit bringen wir uns ein, versuchen natürlich auch für den VDMA die Sache mit nach vorne zu bringen und Funk zu promoten, so gut es geht, natürlich auch im eigenen Interesse.